Hallo liebe Nordart-Freunde und diejenigen, die es gleich werden. Mein Name ist Almut. Ich nehme euch heute mit auf eine digitale Führung durch die Nordart. In dieser Serie möchten wir euch Künstlerinnen und Künstler und ihre Arbeiten der vergangenen Jahre auf der Nordart vorstellen. In dieser Folge geht es um den mongolischen Künstler Orchibold und seine Arbeiten. Die meisten Besucher werden Orchibold und seine Werke schon gut aus dem Jahr 2015 kennen. Der mongolische Pavillon auf der Nordart 2015 war die größte zusammenhängende Präsentation von mongolischer Kunst in Europa. Alle Kunstwerke, die aus der Mongolei nach Büdelsdorf transportiert werden, haben einen sehr langen Weg hinter sich gebracht. Als die beiden Lkw die lange Strecke von 8000 Kilometer 10 Tage lang zurückgelegt hatten, fielen die beiden Fahrer förmlich aus ihren Fahrerkabinen. Im Jahr 2015 nahm Orchibold an dem Bildhauersymposium teil und erschuf zusammen mit Gehilfen sein Kunstwerk »Der Mensch ist kein Überfluss der Erde«. Dieses Kunstwerk wurde an verschiedenen Stellen auf dem Gelände der Nordart inszeniert und hat mittlerweile seinen dauerhaften Platz am Ende der Vorwerksallee im Skulpturenpark gefunden. Die 4 Figuren aus Stahldraht formiert verschwinden mit ihren Köpfen in einer riesig großen Wolke, die auch aussieht wie ein großes Organ, vielleicht wie ein Herz. Das ganz Faszinierende ist, dass man als Besucher hinzutreten kann, unter dieser großen Wolke verschwinden kann und seinen eigenen Kopf in deren große Welt, in deren gemeinsames Denken in diese Wolke hinein versenken kann. Und somit plötzlich auch einen Einblick in deren Welt, vielleicht in deren Kulturkontext hat. Wenn man sich die Füße der Figuren betrachtet, erzählt uns Orchibold, wie fest diese Figuren mit der Kultur, mit der Tradition, aber auch mit der Natur verbunden sind. Orchibold interessiert, inwiefern sich das Leben und Zusammenleben der Menschen in einer zunehmend globalisierten Welt und in einer multimedialen Welt verändert. Im Jahr 2019 wurde mitten im Skulpturenpark die weitläufige Installation mit dem Titel Degree präsentiert. Wir haben die Formation einer riesigen Spirale, die sich auf ein Zentrum hin bewegt. Alle diese Figuren aus Stahldraht formiert sind hingeneigt zu diesem Zentrum. Und wir sind eingeladen, zu erleben, zu erfahren und immer näher kennenzulernen, dieses Bewusstsein und diese Identität, die sich dort im Zentrum befindet. Den Weg aus dem Kunstwerk heraus kann man symbolisch als Wiedergeburt verstehen. Die Skulpturen, die Figuren, die einen in das Kunstwerk hinein begleiten und bei dem Weg hinaus erwarten, ihnen könnte man symbolisch Rollen im alten wie im neuen Leben zuschreiben.
Сайн байцгаана уу Nord Art-ын үзэгчдээ. Би Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос мэдчилж байна. За энэ хүнд хэцүү цаг татлын үед Nord Art үзэл нээх тусын явдал би туйлын баяртай байна. За Nord Art-д орсон дурсамжаас бол одоо олцоход би 2015 оноос хойш бол тасралтгүй Nord Art-д орцоод тэгээд очиод Nord Art дээр өөрийнхөө уран бүтээлийг хийж байх явцад миний хажууд бас бус аюу олон орны уран бүтээлчд хамтран бүтээлээ хийсэн тэр цаг мөчл хамгийн дурсамжтай юм санагддаг. Nord Art-ын зохион байгуулагчид нь уран бүтээлч бидэнд хязгааргүй орон зайг гаргаж өгдөгөөрөө бахархууштай юм аа. Nord Art-аас шагнал авч байгаа явдалтай бол би маш их баяртай байгаа. Мэдээж одоо энэ шагнал бол миний болон Монголын төрслөрлөлт бол гайхалтай хөр нэмэр болно гэж би бодож байгаа. За зохион байгуулагч болон уран бүтээлч үзэгч та бүхэндээ эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Тэгээ эргэн уулзтлаа баяртай. Archibolds Teilnahme am mongolischen Pavillon auf der Nord Art 2015 war Ausgangspunkt für seine internationale Karriere. Und so ist der mongolische Künstler Archibold ein Botschafter des Gesamtkunstwerks Karlshütte der Nord Art.